Hey, hey, alle Simson-Freunde. Ich bin der André von der Moped-Garage Wetzel und heute will ich damit anfangen, meine alte Schwalbe auseinanderzubauen und zu restaurieren. Sie hat leider etwas mehr Patina, als es sich lohnen würde, sie einfach so zu lassen, finde ich. Und kann ich euch mal gleich zeigen. So, also dieses Gefährt ist eine 80er KR51L, also sprich 2L natürlich. Und die ist vom Erstbesitzer, ein älterer Herr, mal ein bisschen schlecht übergestrichen, wie man hier sehen kann. Und dadurch musste ich sie halt restaurieren. Ich habe zwar hier am Batteriedeckel schon probiert, mit Aceton den Pinsellack sozusagen mal abzuwaschen. Und da hat sich tatsächlich auch Originallack drunter verbirgt. Aber ihr kennt es ja vielleicht, also ihr, die es schon mal probiert habt, was das für eine Höllenarbeit ist, das abzuwaschen. Und es hat sich schon ergeben, dass das sich nicht lohnt. Wie ihr hier seht, etwas mehr Patina als normal. Und dadurch, tut mir jetzt leid, aber die wird auch gesandstrahlt. Und heute fange ich wie gesagt an mit dem Auseinandernehmen. Und mal sehen. Ich habe noch nie so eine Schwalbe auseinandergenommen. Beziehungsweise das ist ja meine erste Schwalbe. Und dadurch, naja, ich lasse mir einfach Zeit und genieße es beim Schrauben. Und wie gesagt, ich habe es ja noch nie gemacht, aber ich kenne ja da so einen YouTube-Trick. Vielleicht funktioniert das. Nee, leider nicht. Also muss ich leider selber dran. Oder vielleicht habe ich das falsch gemacht. Macht man das vielleicht so hier? Nee, auch nicht funktioniert. Naja, also schrauben, schrauben, schrauben. Huch, hat ja trotzdem funktioniert. Tja, was diese YouTube-Tricks alles so machen können? Nein, Spaß beiseite. Jetzt geht es richtig los. Viel Spaß. Na dann, würde ich ja sagen, auf die Plätze, fertig, los.
So, da würde ich sagen, Halbzeit, ne? Blechkleid ist abgebaut und kann jetzt auch endlich mal gesamtstrahlt werden. Ja, ich weiß, tut mir leid. Es ist zwar Ori-Lack drunter, aber der Rost, der tut mir schon in der Seele weh. Die wird mal richtig schick werden, das verspreche ich euch. Na dann, weiter geht's.